Folgende Frage schlug dieser Tage bei uns auf. Wie war das nochmal mit den Zahnrädern in meinem Krone-Stützbein? Und da trifft es sich ganz gut, wenn ich euch heute mal den schnellen Tausch eines Rades zeigen kann, wenn es denn dann doch mal überstrapaziert wurde. Und natürlich gibt es das passende Teil im Krone-Ersatzteil-Katalog. Dafür natürlich zunächst den Deckel runternehmen und das neue Teil gegen das alte tauschen. Und natürlich beim Zusammenbau ausreichend fetten. Nun aber zu der eigentlichen Frage und zur besseren Visualisierung nehme ich die obere Abdeckung runter. Am Ende dieser Antriebswelle sitzt eine Außenverzahnung mit lediglich 7 Zähnen und davor das große Antriebsritzel. Reingesteckt greifen diese 7 Zähne direkt in das innenliegende große Ritzel der Übertragungswelle und klein auf groß gleich Lastgang. Herausgezogen greift das große Antriebsritzel direkt in das kleine außenliegende Ritzel auf der Übertragungswelle und groß auf klein gleich Schnellgang. Das Kegelrad der Übertragungswelle greift aber immer in das Tellerrad der Spindel und bewegt so dein Stützbein in die gewünschte Richtung. Abschließend brauche ich aber eure Hilfe. Aus meiner Sicht redet man immer von Übersetzung, wenn zwei Ritzel ineinander greifen. Eine Übersetzung ins Schnelle oder eine Übersetzung ins Langsame. Bei letzterer gibt es Leute, die sagen, das sei eine Untersetzung, aber untersetzt ist allenfalls der Dino Moderator. Aber was sagt ihr denn dazu? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare.